Hallo und herzlich willkommen zu der Mikrolerneinheit Missverständnisse und Konflikte. In diesem Video geht es darum, wie Störungen in der Kommunikation entstehen können. Man kann versuchen, durch gezielte Kommunikation im Team Missverständnissen und Konflikten vorzubeugen. Doch es ist durchaus normal und kann immer wieder vorkommen, dass sich Unstimmigkeiten einschleichen. Vor allem, je mehr Kommunikationspfade involviert sind. Diese haben wir bereits im letzten Video angesprochen. Je mehr Personen im Team sind, desto mehr Menschen können miteinander reden. Besteht auch noch eine gegenseitige Abhängigkeit, da man gemeinsam an einem Projekt arbeitet, kann es schneller zu Missverständnissen und Konflikten kommen. Mit einem bewussten Umgang von Störungen in Gesprächen bleibt die Kommunikation dennoch produktiv und auch konstruktiv. In diesem Video erörtern wir zusammen, wie Missverständnisse und Konflikte entstehen. Dazu ziehen wir 3 Modelle heran, die in der Sprech- und Kommunikationswissenschaft von zentraler Bedeutung sind. Im zweiten Video zu diesem Thema sprechen wir über Maßnahmen, die im Vorfeld ergriffen werden können und wie ein Konflikt gelöst werden kann. Kommen wir zuerst zur Frage, was sind eigentlich Missverständnisse und Konflikte? Die beiden Begriffe werden häufig synonym genutzt. Wie die beiden Konzepte differenziert werden, wollen wir daher als erstes besprechen. Missverständnisse sind quasi kleinere Störungen, die sich oft schneller lösen lassen als Konflikte. Es handelt sich dabei um eine Diskrepanz zwischen Gesagtem und Gemeintem auf Seiten der sendenden Person. Möglich ist ebenso, dass Empfangende die Aussage der Senderin bzw. des Senders falsch oder gar nicht verstehen. Das können zum Beispiel lückenhafte Informationen, Fehlinterpretationen, Irrtümer und generelle Probleme in der Kommunikation sein. Konflikte betreffen grundlegende oder tiefergehende Aspekte, wie Meinungsverschiedenheiten, zum Beispiel über Interessen, Werte, Emotionen und Verhalten. Sie entstehen aber auch aus Missverständnissen, die nicht geklärt werden können. So kann es sein, dass Konflikte als Resultat unausgesprochener oder aufgestauter Störungen hervortreten. Andere Aspekte, die sich mit dem zwischenmenschlichen Umgang beschäftigen, sind nicht vorhandene Wertschätzung, Kränkungen, Beleidigungen oder andere. Um Missverständnisse besser zu verstehen, schauen wir uns das Eisbergmodell nach Freud, Ruch und Zimbardo aus der Psychologie an. Es gibt uns Aufschluss darüber, wie wir Kommunikation bewusst und unbewusst wahrnehmen. Rufen Sie sich dazu noch einmal das 4-Ohren-Modell ins Gedächtnis. Die Kernaussage des Eisbergmodells ist, dass es an der Oberfläche sprachlich bewusste Kommunikationshandlungen gibt, die auch unter der Oberfläche Aussagen übermitteln. Unbewusst werden Inhalte, die Stimme, der Tonfall, Mimik, Gestik etc. interpretiert und bewertet. Nach Schulz von Thun wäre die Spitze des Eisbergs also die Sachebene und unter der Oberfläche könnte die Beziehungsebene sein. Pawlowski nennt und erklärt in seinen Ausführungen das individuelle Wahrnehmungssieb, welches die zentrale Rolle in der Kommunikation spielt. Demnach interpretieren wir Aussagen auf Grundlage unserer Emotionen, Erfahrungen, Erziehung, Kultur und dem Wissensstand. Triggerpunkte für Teammitglied A sind demzufolge vielleicht keine für Teammitglied B. Kommen wir nun zu Watzlawick und Grice, die jeweils in eigenen Kommunikationsmodellen Grundpfeiler von Gesprächen definieren. Ein Beispiel soll uns dabei begleiten. Hanna und Marie sind beide Angestellte und teilen sich ein Büro. Beide telefonieren, Hanna dabei mit lauter Stimme. Marie versteht ihren Gesprächspartner kaum und sagt während des Telefonats zu Hanna leise: Würdest du bitte leiser sprechen? Ich kann leider nichts verstehen am Telefon. Nachdem beide ihre Telefonate beendet haben, sagt sie schnippisch: Wenn ich telefoniere, möchte ich von dir nicht unterbrochen werden. Und außerdem rede ich ganz normal. Marie mit aufgeregter Stimme: Aber so geht das doch wirklich nicht. Wie soll ich denn telefonieren, wenn du so laut redest, dass ich nichts mehr verstehe? Hanna verärgert und beugt sich nach vorne. Das finde ich eine Unverschämtheit. Sowas muss ich mir von dir doch nicht sagen lassen. Marie abwertend und gestikuliert aufgebracht: Ich habe das Gefühl, dir kann man überhaupt nichts mehr sagen. Wieso sprichst du nicht einfach etwas leiser? Ich schreie doch auch nicht durch das halbe Büro. Hier handelt es sich um ein Gespräch über die Lautstärke beim Telefonieren. Aber ist es nur das? Was geht hier schief?
Nehmen Sie sich gerne einen Moment Zeit, um Störungen zu finden und zu klären, ob es sich hier um ein Missverständnis oder einen Konflikt handelt. Eine Auflösung folgt später. Werfen wir nun einen Blick auf Watzlawicks 5 Axiome der Kommunikation und analysieren das Gespräch. Das erste Axiom lautet: Man kann nicht kommunizieren. Eine Person, die ihren Kopf gesenkt hält, signalisiert, dass sie nicht angesprochen werden möchte. In unserem Beispiel sprechen Hannah und Marie anfangs nicht miteinander. Aber das laute Reden empfindet Marie als störend und unhöflich, weswegen sie die Konversation beginnt. Das zweite Axiom besagt, dass jede Kommunikation einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt enthält. Die Beziehungsebene beeinflusst in der Kommunikation immer die Sachebene, da sie Aussagen über das Verhältnis der Gesprächsteilnehmenden trifft. Stehe ich meinem Gegenüber beispielsweise anerkennend, freundlich, argwöhnisch oder ironisch gegenüber? Wie sind meine Körpersprache und mein Tonfall? Eine negativ empfundene Beziehung, die auf der Inhaltsebene ausgetragen wird, führt zu Störungen. Im Beispiel ist es Hannah, die sich durch Maries sachliche Bitte angegriffen fühlt und schnippisch reagiert. Es scheint, als hätten Hannah und Marie kein gutes Verhältnis zueinander, da die Situation schnell eskaliert. Das dritte Axiom beschreibt, dass Kommunikation ein Wechselspiel von Ursache und Wirkung ist. Man könnte es auch als Kette sehen, in der jeder Beitrag eine Reaktion herbeiführt, die dann wiederum eine Reaktion herbeiführt. Das Beispiel deutet eher auf einen Kreislauf hin, in dem Marie Vorwürfe macht und Hannah diese zurückweist. Das vierte Axiom nach Watzlawick definiert einen Unterschied zwischen grammatikalisch-inhaltlichen Äußerungen und sogenannten paralinguistischen Merkmalen. Paralinguistisch meint begleitende Aspekte der Aussage, die sich auf das Sprechverhalten beziehen und unterschiedlich interpretierbar sind. Wenn der Inhalt einer Aussage beispielsweise nicht mit der Mimik oder dem Tonfall übereinstimmt, kann es zu Unstimmigkeiten in der Kommunikation kommen. Diese lassen wiederum Rückschlüsse auf die Beziehung der Sprechenden zu. Ein bekanntes Beispiel ist die Aussage, dass es einem gut gehe, aber die Mimik auf Traurigkeit deuten lässt. In der Beispielsituation mit Hannah und Marie stimmen die Äußerungen mit den paraverbalen Aspekten überein. Das letzte Axiom bezieht sich auf die Beziehungsebene. Nach Watzlawick ist Kommunikation symmetrisch oder komplementär. Damit meint er, ob sich die Sprechenden auf gleicher Ebene begegnen oder nicht. Komplementär ist die Beziehung, wenn sich Kommunikationshandlungen unterscheiden bzw. ergänzen. Ein Beispiel dafür wäre die Beziehung von Eltern und Kindern, die sich in dem Falle natürlicherweise in stark und schwach teilt. Eine symmetrische Beziehung drückt sich dadurch aus, dass alle Sprechenden gleich miteinander agieren und Ungleichheiten minimieren. Hannah und Marie führen an der Oberfläche eine symmetrische Beziehung zueinander, da sie beide Angestellte sind. Unter der Oberfläche scheinen sich die beiden nicht zu mögen und es findet eine sogenannte symmetrische Eskalation statt. Das heißt, dass sich beide über die jeweils andere Person stellen wollen, bzw. sich gegenseitig abwerten. Hier liegt demzufolge eine negative Beziehung vor, die auf der Sachebene gelebt wird. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es keine Kommunikation gibt, die nur auf der Sachebene stattfindet. Hannah und Marie tragen ihren Konflikt auch auf der Beziehungsebene aus. Unter der Oberfläche scheint es bereits vor der Situation Spannungen bezüglich dieses Themas gegeben zu haben, die Marie erst auf der Sachebene versucht zu klären. Hannah geht dann direkt auf die Beziehungsebene und wertet Marie ab. Es entsteht ein Kreislauf aus Vorwürfen und Abweisungen. Nun sind Sie dran. Pausieren Sie das Video gerne und nehmen sich einen Stift und ein Blatt Papier. Denken Sie an Ihre letzte Auseinandersetzung. Warum ist die Kommunikation missglückt? Wenden Sie dafür das bereits erlernte Wissen an. Als nächstes kommen wir zu Grice. Dieser ist in der Pragmatik verankert und hat 4 Konversationsmaximen definiert. Die Pragmatik ist eine Teildisziplin der Linguistik und beschäftigt sich mit Kontexten von Aussagen, die über die rein wörtliche Bedeutung hinausgehen. Anders als bei Watzlawick treffen die Konversationsmaximen keine Aussage über die Beziehungsebene, sondern über den Ablauf des Gesprächs und welche Bedeutungen dahinter stecken können. Aber dazu später mehr. Allem voran geht das sogenannte Kooperationsprinzip.
Es besagt, dass jede Unterhaltung einem Zweck dient und dieser verfolgt werden soll. Die erste Maxime ist die der Quantität. Man soll die Aussage so kurz wie nötig, aber dem Zweck entsprechend so informativ wie möglich gestalten. Die zweite Maxime beschäftigt sich mit der Qualität der Äußerung. So soll man nur Informationen teilen, die wahr und hinreichend belegt sind. Sofern man unsicher ist, soll man lieber keine Aussagen treffen. Die dritte Maxime besagt, dass nur Inhalte geäußert werden, die für den Zweck relevant sind. Man soll also auf den Kontext, das Thema und den Wissensstand der Gesprächsteilnehmenden achten. Die letzte Maxime ist die des Stils und der Modalität. Das heißt, dass Unklarheiten, Mehrdeutigkeiten sowie thematische Abschweifungen und Sprünge vermieden werden sollen. Schauen wir noch einmal auf das Telefonbeispiel. Nach Grice haben wir folgende Inhalte, die aufeinander aufbauen. Marie beginnt das Gespräch, indem sie Hannah bittet, leiser zu sprechen. Hannah reagiert und sagt, dass sie nicht von Marie angesprochen werden will, während sie telefoniert. Dann sagt sie noch, dass sie normal redet. Marie erwidert, dass sie nicht arbeiten kann, wenn sie nichts am Telefon versteht. Hannah sagt darauf, dass sie sich von Marie diesbezüglich nichts sagen lassen möchte und ihre Aussagen unverschämt findet. Marie äußert, dass sie Hannah gar nichts sagen könnte und pocht noch einmal darauf, dass Hannah leiser sprechen soll. Abschließend sagt sie, dass sie nicht so laut ist beim Telefonieren. Wir haben hier ein Wechselspiel an Aussagen, die thematisch aufeinander aufbauen, wahre Empfindungen vermitteln, kurz gefasst sowie eindeutig sind. Auf Ebene des thematischen Ablaufs gibt es also kein Problem. Man findet aber versteckte Aussagen in dem Gespräch. Um diese zu ermitteln, führt Grice die sogenannte Implikatur ein. Vereinfacht formuliert handelt es sich dabei um Bedeutungen, die nicht explizit formuliert werden, aber in der Aussage enthalten sind. Es wird also mehr kommuniziert, als wörtlich tatsächlich geäußert wird. Der Kontext spielt da eine entscheidende Rolle. Maries Aussage, dass sie das Gefühl hat, Hannah nichts sagen zu können, bezieht sich wahrscheinlich darauf, dass es vorher schon Spannungen gab. Hannah hat in der früheren Situation vermutlich auch uneinsichtig reagiert. Zum Schluss sagt Marie, dass sie nicht so laut telefoniere und impliziert damit mutmaßlich, dass Hannah sich ein Beispiel an ihr nehmen sollte. Diese Ergebnisse unterstützen die These, dass Hannah und Marie eine negative Beziehung führen. Auch durch Grice haben wir gelernt, dass es keine sprachliche Kommunikation gibt, die rein wörtlich zu verstehen ist. Jede Aussage hat einen Zweck und vermittelt mehr als nur Information. Die Konversationsmaximen können generell als Leitfaden angesehen werden, die für ein konstruktives und informatives Gespräch hilfreich sind. Schlagen wir nun den Bogen zurück zum Anfang. Wir haben die Frage gestellt, ob Hannah und Marie ein Missverständnis haben oder einen Konflikt austragen. Nochmal zur Erinnerung. Bei einem Missverständnis handelt es sich um eine Diskrepanz zwischen Gesagtem und Gemeintem. Aussagen der Senderin bzw. des Senders können falsch oder gar nicht verstanden werden. Hannah und Marie sagen, was sie meinen und verstehen gegenseitig ihre Aussagen. Daher wird das Missverständnis ausgeschlossen. Ein Konflikt wird zumeist über Meinungsverschiedenheiten ausgetragen. Marie und Hannah sind unterschiedlicher Meinung, wie laut sie am Telefon sprechen sollten. Marie empfindet die Lautstärke von Hannah zu laut und Hannah findet sie angemessen. Hier geht es also um Hannahs Verhalten, das kritisiert wird. Die Anmerkung zu der Lautstärke wird von Marie als Appell kodiert und verstanden. Auf der Beziehungsebene wird sie als persönlicher Angriff gewertet, wodurch sich eine negative, unsymmetrische sowie zugleich eskalierende Beziehung deuten lässt. Zudem scheint es nicht das erste Gespräch über dieses Thema zu sein. Beide fühlen sich nicht wertgeschätzt von der anderen. Daher können wir final sagen, dass es sich um einen Konflikt handelt, der sich gegebenenfalls weiter aufbaut, sofern beide nicht über ihre Beziehung zueinander reden können. In diesem Video haben wir uns mit dem Eisbergmodell und den Kommunikationsmodellen von Watzlawick und Grice beschäftigt. Sie wissen nun, wie und auf welchen Ebenen Störungen entstehen können. Außerdem haben Sie feststellen können, wie die Theorien sich ergänzen. Wir hoffen, dass Sie das neue Wissen im Marburg-Modul und nach Belieben auch privat anwenden.
Wie bereits angekündigt, wird es im zweiten Video darum gehen, wie präventiv gegen Missverständnisse und Konflikte gehandelt werden kann und welche Lösungswege es für Konflikte gibt. Daher klicken Sie sich gerne weiter durch die Mikrolerneinheiten.